Liebe Low Carb Community, back for good. Heute beschäftigen wir uns mit Zero Getränken. Das heißt, alles was flüssig ist, sollte bei unserer Ernährung und bei Low Carb keine Kalorien haben und natürlich auf keinen Fall Kohlenhydrate, denn es sind leere Kohlenhydrate, die wir mit solchen Getränken zu uns nehmen. Und wie ihr seht, habe ich hier schon eine schöne Palette vorbereitet, denn wir werden ganz still und heimlich alles hier mixen und kochen. Und nachher kommt meine gute Busenfreundin und die wird hier alles verköstigen. Ich meine, die kann trinken bis zum Umfallen, weil es hat ja keine Kalorien. Die macht ja auch Diät, ihr wisst ja. Ja, ich zeige euch kurz, was wir machen. Und zwar machen wir einen schönen Energy Tea Drink mit Grüntee und mit Fruchttee und natürlich mit unserem guten Monin Karamellsirup und etwas Stevia. Wir werden uns einen ganz tollen Karamelllatte machen, fast besser als bei Starbucks, mit Mandelmilch. Die hat 0 Kohlenhydrate und letztlich dann auch fast keine Kalorien. Und das Gute ist, das Ganze ist noch billig. Das heißt, wir zahlen für 250 Milliliter, habe ich ausgerechnet, ungefähr 1 Euro. Und wenn ihr in den Laden geht, bei Amy, Starbucks und wie sie alle heißen, kostet es 2,50. Also da sparen wir uns und wir kriegen das gar nicht so in der Qualität. Dann werden wir uns noch etwas mit Gin Zero beschäftigen, denn ihr wisst ja, Alkohol geht leider gar nicht oder nur in ganz kleinen Mengen. Da ruinieren wir uns die ganze Low Carb Ernährung, weil da viele Kohlenhydrate drin sind und das Getränk mit Kalorien. Und das wollen wir nicht. Bitte, das brauchen wir nicht. Und ich brauche ja immer ein bisschen Geschmack drin. Deswegen bin ich froh, dass ich hier das hier alles ausgetüftelt habe. Und auch wenn ich unterwegs bin, gibt es immer irgendetwas. Hier gibt es noch die ganze Fanta-Kollektion in Zero. Die könnt ihr auch mit Wasser verdünnen. Ich habe hier noch einen richtigen Energy Drink und zwar heißt der Boogeyman. Let's Boogie, Boogie, Boogie. Der hat Tropical Flavor und kein Gummibärchen. Gibt es leider ganz selten, aber das werde ich euch auch verlinken. Wer es auf sowas Lust hat, kann sich das auch anschaffen. Ja, dann würde ich sagen, meine Low Carb Schätzchen, dann fangen wir einfach an. Das ist eine ganz schnelle Geschichte, ganz kurze Gerichte hier und ihr könnt es vorbereiten und in den Kühlschrank stellen. Was sagt ihr eigentlich? Ich habe schon wieder 1-2 Kilo abgenommen. Yeah, that's it. Bald ist die Bikini-Figur parat, dann kann ich wieder voller Stolz im Schwimmbad mich zeigen. Okay, Babys, wir brauchen hier für den Tee, nehmen wir, ich habe jetzt hier von Müller, weil das wirklich sehr günstig und toll ist, so große Packungen, einmal Tropicana, einmal den Gunpowder, das mische ich im Verhältnis 30 Grüntee, 70 Fruchttee, hier in so ein Beutelchen oder in so ein Teesieb, ganz einfach und das übergieße ich. Davor nehme ich aber noch etwas vom Karamellsirup, packen wir hier gleich mal rein. Das sind 1,5 Liter, da könnt ihr schon ordentlich auf die Tube drücken. Und weil der Karamellsirup teurer ist als Stevia, nehme ich hier noch Stevia-Tabletten dazu rein. 1, 2, 3 und eine Spur Zitrone. Das gleicht die Süße aus und macht es wunderbar. Ich mische mir hier das schon davor, meinen Grüntee und meinen Früchtetee, dann habe ich es immer ganz schnell parat. Und dann geht es hier ganz flugs. Wir gießen das mit heißem Wasser auf. Habt ihr schon mal was vorbereitet? Und lassen es dann nur so ungefähr 3 Minuten ziehen. Wir wollen ja diese aktivierende Wirkung vom grünen Tee und die wird so nach 4-5 Minuten wird bitterer und die Wirkung ist nicht mehr so aktivierend. Warum genau? Keine Ahnung, aber es ist so. Believe me! Und rühre so ein bisschen hier durch und lasst es hier wirklich nur 3 Minuten ziehen.
Hier geht Schlag auf Schlag. Jetzt machen wir uns unseren leckeren Karamelllatte, den habe ich im Sommer immer dabei. Den fülle ich mir ab in kleine Gefäßchen, stelle ihn kalt und dann gluck, gluck, gluck. Wie geht das? Ich habe hier 6 Espressi. Dann habe ich hier 100 Milliliter Monin Karamellsirup. In it goes. Dann habe ich hier Finesse Vanillearoma. Da machen wir auch 2 rein. Soll ja noch was schmecken. Dann machen wir uns 20 Gramm Kakao rein. Nicht so viel, nur ein bisschen. Und gießen das Ganze mit unseren Espressi auf. Zack. Es löst sich dann eben viel besser der Kakao, wenn es in den warmen Kaffee gegeben wird. So. Guckt mal. Und dann mit 1 Liter Mandelmilch füllen wir das Ganze auf. Le voilà, schon haben wir unsere Eislatte, die stellen wir uns kalt und genießen sie nachher mit meiner Busenfreundin. So, also es ist doch wirklich schnell, das ist hier in Echtzeit, was hier passiert. Und nachher kümmern wir uns noch hier um die Water Drops. Das sind so kleine, ich zeig's euch mal, das sind so kleine Bonbons, die löst man auf in Wasser und hat für unterwegs dann was. Sind zwar teuer, aber wer auf Geschmack steht und es ist wirklich praktisch und Wasser gibt es überall. Diesen Zero Gin, den werden wir mit dem Schweppe Zero mischen und mit Gürkchen ein bisschen verfeinern. Natürlich Eiswürfel, es muss immer eiskalt sein. Und ich habe noch eine Multivitamintablette, schauen wir mal, die kann man eben auch immer mal als Zero Getränk nehmen. Die hat auch keinen Zucker drin. Nun, jetzt freue ich mich aufs Verkosten und aufs Trinken. Es ist ein heißer Tag, mir steht die Brühe schon bis 7:30. Und dann ja, schauen wir mal, was es kann, was diese Zero-Getränke können. Und believe me, you're gonna love it, you're gonna love it. Ist es nicht großartig und prächtig? Hier, das ist die volle Pracht, das ist eine Petunie und das ist meine gute Busenfreundin. Die fleißigen Zuschauer kennen sie schon. Sie hat sich bereit erklärt, hier ein bisschen zu verkosten. Und ich habe jetzt die ganze Palette von Zero-Getränken, du kennst schon einige, hier aufgetan. Und die werden wir jetzt alle probieren, aber als besondere Überraschung, weil es heute so ein heißer Tag ist, habe ich noch ein Eis im Blitzeis vorbereitet. Und das geht ganz easy, aber ihr braucht einen Zauberstab und der muss gut sein und vor allem sauber. Ich habe hier eiskalte Früchte gefroren und zwar ist es ein Tropical Mix. Den packen wir uns mal hier rein. Das sind so ungefähr, naja, 250 Gramm. Und weil die Kerstin so gern Himbeeren mag, habe ich jetzt hier frische Himbeeren eingefroren. Die sollen schon einigermaßen einzeln sein. Die machen wir uns hier rein. In it goes. So. Jetzt brauchen wir nur ein paar Aromaten. Amore brauchen wir auch. Ja. Aber wir brauchen Aromaten. Und zwar machen wir hier ein bisschen Vanille rein. Das ist immer schön. Dann habe ich hier ein bisschen Passoa. Das ist so ein tropischer, nur ein ganz bisschen, weil zu viel Flüssigkeit dürfen wir hier nicht reinmachen. Das ist so ein tropischer Likör. Dann packen wir ein bisschen von, die hast du sogar gekauft, Tonkabohne in die Himbeere. Erdbeere liebt das und die Himbeere liebt es aber auch. Nicht zu viel, eine kleine Spur. Dann süßen wir mit unserer Erythrit-Stevia-Mischung. Ihr kennt das, auf 1 Kilo 5 Gramm Stevia-Konzentrat. Ich mache das Pi mal Daumen. Ich verlinke euch die genauen Angaben hier unten. Sagen wir mal so, pro 100 Gramm Frucht 10 Gramm Erythrit. So ungefähr. Und noch ein bisschen vom Karamellsirup. In it goes. Hier machen wir, weil es so schön ist, den ganz neu auf den Markt kommenden Maracuja Light.
von Monin. Es gibt also 3 Light-Sirups von Monin. So, machen wir auch was rein. Vanille haben wir schon drin. Und jetzt kommt die Sahne. Ich bin ja froh, dass ich die Kerstin heute... Ach, die Sahne. Ich bin ja froh, dass ich die Kerstin heute unter Kontrolle habe. Hast du da vielleicht an dem Schokosüßchen schon wieder genascht? Schokosüßchen? Wo ist das hier? Gar kein Schokosüßchen. Aber ich sehe da braun an deinem Lippchen. Ah. Man kann sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Unglaublich. Also, wir geben hier jetzt Sahne rein. Und zwar erstmal ein bisschen weniger. Nicht, dass uns das Ganze nachher zu flüssig wird. Wie gesagt, Pi mal Daumen. So, jetzt brauchen wir einen guten. Ich habe den Eskel, den habe ich schon seit 20 Jahren. Nicht, dass ihr so einen billigen nehmt und bei euch fängt es an zu qualmen. Das kann nämlich gut passieren. Also, wir brauchen unbedingt einen tollen. Und da gehen wir jetzt rein. Könnte etwas lauter werden. Oh, das wird schon Eis. Ich sage ja, das ist Blitzeis. Genial. Seht ihr, das ist in Echtzeit. Sagen wir hier unser schönes Himbeereis. Nix da. Und mit dem Himbeerdings gehen wir auch gleich da rein. Ist hier nicht so wild. Ups. Das packen wir uns hier schon schön auf Eis, dass da nichts anbrennt. Und jetzt gehen wir mal hier durch unsere tropische Mischung. Einmal unser Eischen, dann haben wir hier zweimal unser Eischen. Hier das schöne Himbeereischen. Und machen wir nochmal ein bisschen dazu. So, die gute Himbeere. Und da kommt jetzt die Schokosoße drüber. Die kennt ihr ja schon, muss ich noch mal ein bisschen hier aufrühren. Die kennt ihr schon, wenn ihr fleißig seid beim Gucken aus der Donauwelle. Das ist auch eine Low-Carb-Geschichte und schaut euch an. Ohne Zucker, ohne Reue, sich schlank schlemmen. So, my Lady, wir können starten. Wir essen heute alle aus einem Näpfchen. Wir kennen uns schon so lang, das ist schon alles verbrüdert und verschwestert. So, du dein Liebling und ich mal hier mit dem... Oh, die Konsistenz ist toll. Ein Traum. Wie richtiges Eis, oder? Es ist richtiges Eis. Dann wir mal von dem Schokosöschen. Auch genial. Aber das ist der Superhit, oder? Du magst Himbeere und Schokolade, ich bin jetzt so der Fan von Schokolade und Himbeere. Aber ich mache ja alles für meine Lieblinge hier, dass die zufrieden sind. Du bist so ein Schatz. Und essen kann man es immer. Eine Busenfreundin, die hat sich verkleckert, jetzt hat sie sich umgezogen. Alles gut, aber Schönheit geht vor. So, ich habe dir noch auf dein Eischen, habe ich dir noch so Schokopops. Und zwar ist meine ganz neue Entdeckung. Das sind so gepoppte, ich weiß nicht was, gibt es in diesem Low-Carb-Shop. Und erinnert so ein bisschen an Schokolade. Lecker. So als Ersatz kann man doch mal. Dieses Eis, lecker. Aber ich habe dir doch noch versprochen, dass wir einen Frappuccino machen. Oh ja. Und zwar aus Lugano. Diese Schokopops, die haben aber noch Nachwirken. Und zwar habe ich da in einer Cafeteria einen Frappuccino bekommen, aber nicht so wie bei Starbucks, sondern ganz easy. Und zwar brauchen wir da einen frischen Espresso dazu und etwas Moninsirup
und Eiswürfel und ein bisschen so ganz klassische Zitronensäure. Okay. Das zeige ich dir. Und dann verkosten wir. Wir haben ja diesen schönen Kaffee gemacht, die Zuschauer nicht. Wir haben den Energy Ice Drink gemacht. Wir haben hier diese Zero Gordon Gin Sache, die wir verköstigen müssen für Leute, die auch mal Alkohol trinken wollen. Denn Alkohol geht ja gar nicht in Low Carb, hat einfach zu viel Kohlenhydrate. Jetzt habe ich die Due Espressi, Classico. Habe ich hier. Ich tue ein bisschen von den Eiswürfeln hier in meinen Shaker. Ihr braucht so einen Shaker, sonst geht es nicht. Das seht ihr gleich warum. Und dann gebe ich diese Due Espressi, zack, hier hinein. Etwas von der Zitrone. Ja, ein guter Schuss. Und unseren guten Monin-Sirup. Wer das noch nicht hat und Monin-Sirup mag, es gibt so einen Spender. Den könnt ihr holen. Da seid ihr immer gleich bei der Dosierung, oder? Hast du doch auch. Ohne das finde ich es ein bisschen schwierig. Wir nehmen das und let's shake it. Shake it, baby, shake it, baby. Immer die 8. Immer die Cocktail 8. Ja, und gute Cocktail-Shaker können es noch hochwerfen, aber das mache ich mal besser nicht. So, wir shake it, bis es ein ganz toller Schaum gebildet hat. Und das ist gleich ein Workout. So, zack. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, guck mal, was das für ein Schäumchen ein ist. Träumchen. Ein Träumchen von Schäumchen. Aber wirklich. Toll. Jetzt machen wir noch unseren Latte-Eiskaffee. Hat ja fast keine Kalorien, weil mit Mandelmilch. Und mit Vakuum fast. Den geben wir uns auch hinein. Und, weil es so schön ist, nehmen wir den Milchschaum von Bärenmarke. Ist der einzigste Milchschaum, den man so kaufen kann. Muss ja schnell gehen, oder? Jeder arbeitet, jeder hat was zu tun, muss schnell gehen. Und on it goes. Milchschaum. Ganz schlank, ganz schmal, weil nur aus Milch, keine Sahne. Und hier habe ich Erythrit und Kakao gemischt. Das ist hier so ein Erythritstaub. Also Puderzucker quasi aus Erythrit und Kakao. Und schaut mal, was da rauskommt. Oh, ein ideales Topping. Dann haben wir noch den Energy Drink mit Grüntee und Früchtetee. Und hier habe ich mal so eine Waterdrop Tablette für unterwegs. Ist das schon mal toll. Denn, Kerstin, es gibt zwei verschiedene Menschensorten. Ja, die einen, und das ist meine Erfahrung, die einen, die können Wasser trinken, gluck, gluck, gluck den ganzen Tag und Tee und gesüßt und die sind happy. Und manche, die brauchen ein bisschen Geschmack. Und das ist Geschmack mit Zero Kalorien, mit Zero Kohlenhydrate. Besser kann es doch gar nicht gehen. Also wir lassen die Tablette auflösen. Ich habe hier ein bisschen Gurke rein und dann machen wir ein bisschen von dem Gordon Gin rein. Was tust du noch dazu? Und von dem Schweppe Zeros Russian Berry. Ups! Könnte spritzen. So. Oh, das ist doch toll. Und dann, wer noch nicht gesehen hat, bitte schnell reinklicken. Die Saison ist fast schon vorbei. Holunderblütensirup. Haben wir ja gemacht in dem Kurzvideo. Und da machen wir uns auch ein bisschen rein. Da brauchen wir gar nicht viel. Und gießen das mit eiskaltem Wasser auf. Jetzt haben wir aber hier unsere Palette. Super. Und schaut ihr, der Schaum, der ist immer noch stabil. Das ist so ein bisschen wie so in, ich weiß nicht, in kroatischen oder serbischen Kaffeehäusern kriegt man auch sowas Ähnliches. Aber die shaken das mit Kaffeepulver. Und hier machen wir es einfach im Shaker nur mit Espresso und Zitrone. Aber jetzt genug gelabert. Darf ich den Frappuccino probieren? Ja, bitte. Let's dig it in. Ich probiere mal von dem Kaffee hier. Oh. Oh. Also und keine Kalorien. Super ist das hier. Also der Frappuccino ist genial, das ist auch super. Und das ist der Energy Eistee, brauchen wir keinen Energy Drink.
Ah, das ist genial, dann schmeckt das nämlich nicht so künstlich wie bei den puren Energy. Ja, diese Gummibärchen brauchen wir nicht. Also das schmeckt halt ein bisschen nach Berry hier. Oh, dieser Gin. Dieser Gin mit dem Russianberry. Und meine Holunderblüte hier, frisch vom Strauch. Oh ja, die kann auch was. Ja, das schmeckt aber richtig wie Alkohol. Aber ist keiner. Also meine Hübschen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir trinken uns hier noch durch auf der Terrasse und genießen den heißen Tag mit leckeren Getränken. Und wenn wir das alles getrunken haben, dann haben wir auch keinen Hunger mehr. Genau. Und haben aber auch keine Kohlenhydrate und nichts zu uns genommen. Okay, let's shake it und hier Abo nicht vergessen. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie.